Ja, hallo zusammen, ich bin der Tobias. Und ich bin die Anna. Ja, und wir zwei sind zusammen in den Berchtesgadener Alpen unterwegs und wollen auf den Watzmann. Genau, wir wollen vom Parkplatz Hammerstiel aus über die Grünsteinhütte und die Kühreuen. Alm, genau. Genau, wollen wir zum Watzmannhaus hoch? Genau, und am nächsten Tag geht es dann weiter aufs Hocheck und vom Hocheck wieder runter zum Watzmannhaus und dann über eine Aber teils direkt. abweichende, teils abweichende Route wieder zum Parkplatz runter. Ja, dann würde ich das sagen, legen wir mal los und wenn ihr wissen wollt, wie der Weg so ist, Dann kommt mit und wir schauen es uns gemeinsam an. Vom Start weg kannte der Weg auf den Watzmann nur eine Richtung: bergauf. Wie sollte es auch anders sein? Trotz des morgens noch hervorragenden Wetters spielte der zeitliche Faktor eine nicht unwesentliche Rolle an diesem Tag. War doch für den frühen Nachmittag ein Gewitter gemeldet. Ob wir es rechtzeitig schaffen würden? Es sollte auf jeden Fall nicht lange dauern, da war ich auch ohne Regen schon ziemlich nass. noch kein Kilometer gelaufen. Tobi schwitzt. Und dabei ist es noch gar nicht mal heiß. Wenig später erging es Anne nicht besser. Ich fange jetzt auch an zu schwitzen. Ja, erstes Zwischenziel erreicht. Hier sind wir an der Grünsteinhütte. Ja, es war schon ziemlich steil bis hierhin. Genau, sehr schweißtreibend. Wir halten uns hier auch gar nicht lange auf. Und hier die Richtung geht es weiter zur Kurreutalm. Und hier neben runter gibt es noch eine richtig schöne Sicht auf den Königssee. Zeigen wir euch und dann sehen wir uns bei der nächsten Hütte wieder. Nach der Grünsteinhütte wurde der Weg dann anspruchsvoller. Er wurde schmaler und zu den Höhenmetern gesellten sich immer mehr Wurzeln und Felsen hinzu. Die anspruchsvollere Wegführung war ganz nach Annes Geschmack. Also, wie ihr seht, bislang hält das Wetter super und die Wege sind richtig gut. Kaum waren wir unter dem Blätterdach hervorgetreten, kam auch unser Ziel in Sicht. So, und hier haben wir auch schon die erste Sicht auf unser heutiges Ziel, das Watzmannhaus. Das ist nämlich Genau, hier da oben. auf der Spitze. Und morgen geht es dann da lang und dann aufs Hocheck irgendwo hier. Genau. So, aber weiter geht's. Die nächste Alm wartet. Das Wetter ist immer noch top. Genau, Wetter hält noch, weiter geht's. Also nichts wie weiter. Kurze Zeit später passierten wir die Kyreutalm und beschlossen, entgegen unserer Planung doch keine Rast einzulegen. Wir wanderten direkt weiter zur ersten kleinen Herausforderung des Tages, dem Pfalzsteig.
So, Kyroint-Hütte haben wir jetzt schon passiert und sind jetzt hier am Pfalzsteig. Genau, am Pfalzsteig. Da geht's jetzt irgendwie Ein bisschen die Wand hoch irgendwie zwischendurch. mal ein Müssen wir- bisschen hoch. Müssen wir Genau. mal schauen. Genau, würde ich sagen. Ich packe jetzt auch meine Stöcke weg und dann auf geht's. Auf dem Pfalzsteig war ich nun ganz in meinem Element. So soll Bergwandern sein. Das ist schön. Kein Klettersteig, aber anspruchsvoll. Da hat Anne recht. Anstrengende Kraxelei, aber nicht zu schwer. So macht das Spaß am Berg. Je höher wir kamen, desto besser wurde auch die Aussicht. Hier seht ihr den Watzmann, dessen Frau und deren Kinder. Das letzte Stück zum Watzmannhaus zog sich dann aber doch noch ein bisschen. Steil über Serpentinen, Stufen und Leitern ging es bergauf. Nach wie vor bei gutem Wetter erreichten wir unser Tagesziel. Wenig später sah es dort dann aber nicht mehr ganz so schön aus. Glück gehabt. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Naja, wunderschön, wie man es so nimmt, aber es könnte schlimmer sein. Genau, es ist sehr windig, nichtsdestotrotz, wir gehen mal. Genau, wir drehen uns mal rum, da kann man sehen, wo wir jetzt gleich hinwollen. Genau, hier hinter uns, Hocheck, da probieren wir jetzt hochzukommen. Ja, und Wir schauen mal, dass wir nicht verblasen werden. Sehr Genau. windig. Mit dem Regen sieht's gut aus. ja, los geht's. Schauen wir mal. Trotz des nicht optimalen Wetters schritten wir frohen Mutes auf breitem Weg dem Gipfel entgegen. Zumindest ein kurzes Stück. Dann wurde das Gelände deutlich anspruchsvoller und Trittsicherheit wurde zum obersten Gebot. Und genaues Hinschauen bei den Wegmarkierungen. Wir sind im unübersichtlichen Gelände gleich mal falsch abgebogen. Weil der Weg da unten lang geht eigentlich. Da unten geht der weiter. Gehen wir doch lieber da unten lang. Wie auch am Vortag lässt sich sagen, je höher wir kamen, desto besser wurde die Aussicht. Oder wie seht ihr das? Besonders schön fanden wir, neben der bewegten himmlischen Kulisse, die Sonnenstrahlen, die immer mal wieder durch die Wolkendecke brachen.
Im weiteren Verlauf war auch wieder eine seilversicherte Passage zu überwinden. So näherten wir uns langsam, aber stetig dem Hocheck. Anne machte wie so oft beim Aufstieg eine deutlich bessere Figur als ich. Genau, hier ist sie gerade an der Kamera und konnte sich kurz darauf einen entsprechenden Kommentar dazu nicht verkneifen. Mein Lieber, ich bin da freihändig mit Kamera hoch. Das ist unerlaubt, das nicht. Hä? Was machst du dann? Lässt dich abholen? Das ist abholen. Ja, klar. Dann war es geschafft. Ankunft am Gipfelkreuz und der Schutzhütte am Hocheck. So, da haben wir es geschafft. Wir stehen auf dem Hocheck. Haben uns eben auch schon mal hier hinten in der Hütte ein bisschen aufgewärmt, ausgeruht und Ja, es hat uns mehr oder weniger in die Hütte hineingeblasen. genau, also der Wind ist schon, also die Windböen hier zum Teil sehr krass. Und ja, jetzt geht's wieder zurück zum Watzmannhaus und dann runter zum Parkplatz. Zurück zum Watzmannhaus ging es über die Aufstiegsroute, bei immer stärker werdendem Wind. Aber hört einfach mal selbst. Kurz hinter dem Watzmannhaus verließen wir unsere Aufstiegsroute und wählten eine alternative Route. So, von hier drüben kamen wir gestern und heute geht es hier runter zus weiter Abstieg zum Parkplatz. Hier begann es dann auch zu regnen. Gut, dass wir einen Kuhstall zum Unterstellen in der Nähe hatten. Dieser wurde kurz nach Beginn des Wolkenbruchs aber auch von dessen Bewohnern aufgesucht. Nachdem es aufgehört hatte zu regnen, stiegen wir weiter ab zur Mitterkaser-Alm, wo wir, dank netter Wirtin, die uns Einlass gewährte, einen zweiten Regenschauer aussitzen konnten. Ab der Alm ging es dann auf breiten Wegen weiter. Hinter uns seht ihr übrigens den Watzmann. Genau, dort oben waren wir gerade eben noch.
Da aller guten Dinge 3 sind, kam noch ein weiterer Regenschauer. Dieses Mal leider ohne Unterstellmöglichkeit. Also wieder rein in die Regenklamotten und schnell zum Auto. Der Watzmann. Auch ohne legendäre Gipfelüberschreitung ein Abenteuer. Unsere Wahl des Aufstiegs zum Watzmannhaus hat uns sehr gut gefallen. Deutlich besser wie der Abstieg am Tag darauf, der wohl üblicherweise als Route nach oben dient. Der finale Gipfelanstieg ab dem Watzmannhaus kostet dann einiges an Kraft. Und ohne Trittsicherheit sollte man ihn gar nicht erst angehen. Uns machte er auf jeden Fall richtig viel Spaß. Auch wenn es bei Tobi nicht immer so aussehen mag. Neben der Wegführung und dem Kraxelspaß ist eine weitere große Stärke der Tour die sagenhafte Aussicht. Trotz oder auch wegen des schlechten Wetters. Kleiner Wermutstropfen, vom Hocheck aus sahen wir nicht allzu viel. Erstaunlich fanden wir, dass trotz des starken Windes und der miserablen Sicht zahlreiche Wanderer die Überschreitung wagten. Uns und auch einigen anderen wäre das unter den Bedingungen zu riskant gewesen. Aber wir hatten die Überschreitung ja ohnehin nicht eingeplant. Ja, das war unsere Tour auf den Watzmann. Sie war schön aussichtsreich und anspruchsvoll. Genau, waren 2 wirklich sehr schöne Tage und wir hoffen, euch haben sie auch dementsprechend gefallen. Ja, für dieses Mal war es das wieder von uns. Wir wünschen euch wie immer viel Spaß beim Wandern. Und dann sehen wir euch beim nächsten Mal wieder.